Willkommen zu einem neuen Video hier aus Svens Garage. In diesem Video geht es um die Oldtimer-Preise in 2026 und was uns die ersten Messen in diesem Jahr zeigen. Die ersten großen Oldtimer-Messen in 2026 sind gelaufen und eine große Frage ist, wohin entwickelt sich der Markt wirklich? Bleiben die Preise stabil? Fallen die Preise? Oder sehen wir auf diesen Messen eines ganz deutlich, und das ist Wunschdenken? Genau darüber sprechen wir heute. Ich zeige euch, was mir auf den Veranstaltungen aufgefallen ist, welche Fahrzeuge stark wirken, warum der Markt selektiver geworden ist und warum manche Fahrzeuge heute schwerer zu verkaufen sind als noch vor ein paar Jahren. Was man auf den ersten Veranstaltungen und ersten Messen des Jahres deutlich erkennen kann, ist, der Markt ist nicht tot. Es ist aber auch längst nicht mehr so einfach wie früher, ein Fahrzeug zu veräußern. Nur alleine ein hoher Preis und dass alles restauriert ist, das sichert noch nicht zu, dass auch ein Käufer schnell gefunden wird. Genau da wird es spannend. Denn 2026 zeigt sich, dass der Markt ganz klar und stärker zwischen sehr guten Fahrzeugen und ganz normalen Fahrzeugen trennt. Und das finde ich eine wichtige Erkenntnis. Es geht heute noch mehr um eine gute Historie, um eine gute Qualität und auch sehr viel mehr um einen guten Gesamteindruck. Da ist häufig nicht mehr so wichtig, welches Modell da steht. Viele lassen sich auch auf den Messen durchaus inspirieren von Fahrzeugen, die sie eben vorher noch nicht kannten. Was auf den Messen natürlich sofort auffällt, ist, dass die Preisschilder bei einigen Fahrzeugen natürlich immer noch sehr selbstbewusst sind. Insbesondere bei bekannten Modellen, da denkt man dann immer, okay, sehr ambitioniert. Aber man darf natürlich auch nicht die Messepreise mit den Marktpreisen verwechseln. Eine Messe ist auch immer eine Bühne. Jeder Händler möchte seine Fahrzeuge gut platzieren, möchte Aufmerksamkeit, möchte sich auch am Markt positionieren. Und am Ende heißt es nicht, dass der aufgerufene Preis auch der Preis ist, zu dem das Fahrzeug dann den Besitzer wechselt. Und genau deshalb ist es so wichtig, genauer hinzuschauen. Nicht jedes teure Auto ist automatisch überteuert, aber auch nicht jedes hohe Preisschild ist ein Beweis für einen starken Markt. Mein Eindruck nach den ersten Messen ist ganz klar, wirklich gute Fahrzeuge funktionieren weiterhin. Wenn ein Fahrzeug wirklich sauber restauriert ist, stimmig dasteht, eine gute Historie hat und auch die Gesamterscheinung wirklich toll ist, Sympathiefaktor und natürlich auch Sammlerfahrzeuge, funktioniert das Fahrzeug vom Vertrieb her super. Schwieriger wird das bei den Fahrzeugen dazwischen. Also Fahrzeuge, die nicht unbedingt herausragend sind, aber auch nicht wirklich schlecht, ja, aber eben keine besondere Geschichte haben oder eben von der Ausstattung oder von der Farbe her nicht jedermanns Sache, weil die Geschmäcker dort natürlich sich auch stark verändern und der Preis dann eher auf Best Case als auf Realität kalkuliert ist. Dort wird es richtig schwierig. Der Markt ist deutlich kritischer geworden. Und da spreche ich jetzt nicht nur für Deutschland, sondern generell für alle Messen, die ich bisher innerhalb Europas besucht habe in 2026. Und da wird Qualität stärker belohnt und das Mittelmaß schneller bestraft. Besonders interessant, und das fällt auf, weil die Anzahl der Fahrzeuge auf den Messen natürlich extrem gestiegen ist, sind die Fahrzeuge aus den 90ern und aus den frühen 2000ern. Das sind genau die Fahrzeuge, die man früher in der Jugend cool fand und die dort unerreichbar waren. Und heute kann man sich den Traum erfüllen. Und damit füllen sich dann auch die Messen genau mit diesen Fahrzeugen immer mehr. Aber auch hier gilt, nicht jedes Fahrzeug steigt automatisch im Preis. Und auch damit dann im Wert. Ja, also hier gilt ganz klar, gute Historie, gute Ausstattung, das Fahrzeug muss Charakter haben, möglichst einen originalen Auftritt und dann lassen sich diese Fahrzeuge auch gut veräußern. Was meiner Meinung nach auch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass für viele schon das ein Gesamtpaket sein muss. Also auch was
den Unterhalt angeht von solchen Fahrzeugen, die Ersatzteilverfügbarkeit und dann natürlich auch die gesamten Betriebskosten. Ja. Gerade in der jetzigen Zeit, wo die Spritpreise und auch die Versicherung und alles geht nach oben, sind viele schon dabei und gucken genauer hin, auch wenn es das Dritt- oder Viertfahrzeug ist, was in der Garage steht. Wenn ich das aktuell zuspitzen müsste, dann würde ich ganz klar differenzieren. Also wer ist Verlierer, wer ist Gewinner? Also zu den Verlierern gehören natürlich auch die Fahrzeuge aus den 60ern, 70ern, 80ern. Und die ganz klaren Gewinner sind die 90er und dann auch die frühen 2000er. Dazu muss man aber auch sagen, dass natürlich bei den Verlierern dann auch ganz klar die Fahrzeuge verloren haben, die entweder eine schlechte Ausstattung oder aber auch eine schlechte Historie haben. Und genau der Gegenteil trifft dann bei den Fahrzeugen, die gewinnen, also gute Historie, gute Ausstattung. Alles das zählt natürlich auch bei den Youngtimern oder eben die Fahrzeuge, die dann die frühen 2000er betreffen. Da muss man gucken, dass der Markt natürlich auch europaweit sich ein bisschen differenziert. Ja. Also man kann jetzt nicht alles das, was man in Deutschland auf einer Messe sieht, als Maßstab nehmen. Ja, da gibt es natürlich auch, wenn ich da Richtung Paris gehe, deutlich jüngeres Publikum und damit natürlich auch ein wesentlich größeres Interesse an den Nicht-Oldtimern. Ja, das muss man an der Stelle vielleicht auch mal sagen. Für mich ist das keine schlechte Entwicklung. Im Gegenteil, ich denke, dass wir alle mit Veränderungen leben, täglich. Und das betrifft natürlich auch die Oldtimer-Welt. Dass die Fahrzeuge jünger werden und sich verändern, das liegt an der Situation, dass die Zeit uns davonschreitet. Und selbst wenn man zurückdenkt, die ganzen Vorkriegsfahrzeuge, die teilweise natürlich auch nicht mehr so häufig in ihrer Anzahl auf den Messen zu sehen sind, fallen auch langsam hinten runter, weil es da eben keinen mehr gibt, den diese Fahrzeuge interessieren. Dann ist die Ersatzteillage ist auch ein Thema, wer kann es reparieren und so weiter. Von daher, ich sehe es eigentlich nicht kritisch. Ich finde das eher positiv, dass sich die Märkte verändern, dass sich dann damit natürlich auch die Messen verändern. Also auch da ist dann immer eine Herausforderung für den Veranstalter, sich an die Situation anzupassen. Ich sehe das alles positiv. Es ist Bewegung im Markt und die Bewegung geht für mich nicht nach unten, sondern eher nach oben. Mein Fazit nach den ersten Messen 2026 lautet: Der Oldtimer-Markt lebt, er sortiert sich neu, nicht alle Preise fallen, nicht alle Preise steigen, aber der Unterschied zwischen Top-Fahrzeugen und Mittelmaß wird immer deutlicher. Jetzt interessiert mich eure Meinung. Wart ihr auf Messen schon in 2026? Wie habt ihr die Messen empfunden? Welche Fahrzeuge sind euch besonders aufgefallen? Natürlich nicht nur vom Preis her, sondern vielleicht auch in der Häufigkeit der Fahrzeuge, so wie ihr sie wahrgenommen habt. Das schreibt mir gerne alles in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass euch das kurze Video über die ersten Messen hier gefallen hat. In einem der nächsten Videos werde ich euch mal die Fahrzeuge aufführen, die ich für besonders attraktiv erachte für Oldtimer-Messen, wo mir aufgefallen sind, wo ich denke, okay, nächste Generation wird danach suchen. Ich wünsche euch viel Spaß mit allen Videos, die noch kommen. Bleibt schön rostfrei. Euer Sven.